In einer ruhigen Vorstadtnachbarschaft gab es ein verlassenes Brachlandstück. Am Rand dieses Grundstücks stand ein massiver Sankt Bernhard, einst ein stolzer und treuer Begleiter einer Familie, die ihn nun hinter sich gelassen hatte. Sein Name, der kaum noch ausgesprochen wurde, war Maximus. Maximus hatte ein Leben voller Wärme und Komfort gekannt, verbrachte seine Tage damit, die Liebe seiner Besitzer zu genießen. Doch an einem schicksalhaften Tag wurde seine Welt auf den Kopf gestellt. Seine Familie hatte, aus Gründen, die er nicht verstehen konnte, ihre Sachen in ein Auto gepackt und waren weggefahren, hatten ihn auf dem Brachlandstück zurückgelassen, ohne Essen oder Wasser. Mit schwerem Herzen beobachtete Maximus, wie sie am Horizont verschwanden, in der Hoffnung, dass sie bald zurückkehren würden. Maximus saß geduldig da, seine loyalen Augen suchten jeden Tag den Horizont ab, sehnten sich nach den vertrauten Gesichtern seiner Familie. Er weigerte sich zu akzeptieren, dass sie ihn verlassen hatten. Er würde warten. Als sich die Jahreszeiten änderten, wurde der einst stolze Sankt Bernhard schwächer und kränker. Sein einst glänzendes Fell verfilzte und seine Rippen begannen durchzuscheinen. Doch immer noch klammerte er sich an die Hoffnung, dass seine Familie zurückkehren würde, dass sie vernünftig werden und den Fehler erkennen würden, den sie gemacht hatten. Die Einwohner der Nachbarschaft konnten den großen, einsamen Hund auf dem Brachlandstück nicht übersehen. Einige warfen ihm von weitem Essensreste zu, während andere Mitleid hatten und ein freundliches Wort oder einen Kopfklaps anboten. Doch niemand wagte es, sich dem massiven, aber sanften Riesen zu sehr zu nähern. Dann, eines Tages, sah eine besorgte Familie aus der Nachbarschaft ein herzzerreißendes Foto von Maximus in den sozialen Medien. Sein abgemagerter Körper und seine flehenden Augen sprachen Bände. Sie beschlossen, nicht länger tatenlos zuzusehen, wie er litt. Also machten sie sich mit Herzen voller Mitgefühl auf den Weg zum Brachlandstück, entschlossen, dem verlassenen Sankt Bernhard zu helfen. Als sie ankamen, saß Maximus immer noch treu wartend da. Seine Augen leuchteten vor Hoffnung, als sie sich näherten. Die Familie, die sein Foto gesehen hatte, konnte nicht glauben, in welchem Zustand er sich befand. Ohne zu zögern lockten sie ihn sanft in ihr Auto und brachten ihn nach Hause. Maximus' neue Familie überschüttete ihn mit Liebe, Pflege und Aufmerksamkeit. Sie päppelten ihn wieder auf, fütterten ihn mit nahrhaften Mahlzeiten und boten ihm ein warmes, bequemes Bett. Sie beschlossen, ihm einen neuen Namen zu geben, Beethoven. Er passte sich schnell an sein neues Leben an, und sein Schwanz begann mit einer neu gefundenen Freude zu wedeln, die lange nicht mehr zu sehen war. Beethoven hatte ein Zuhause für immer gefunden, in dem er nie wieder allein gelassen werden würde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.